Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen bei einer neuen Folge von StarTrek 25th Anniversary. Euer Mikey grüßt hier. So, als letztes haben wir die Daten aus diesem Kristall hier hinaus befördert. Hoffe ich doch mal. Deswegen gucke ich mal nach. Wir versuchen es nochmal, Kirky. You download major portions of the alien library onto the yellow spheroid. Okay, dann haben wir jetzt gemacht. Haben wir so vergessen, letzte Folge. Ich bin mir nicht so sicher. Oder der Speicherstand war halt ein bisschen älter. Keine Ahnung. Aber wir talken mal kurz zu Spock, mal sehen, was der sagt. This is a major archaeological find. You can't... It would be nice to think... Das hatten wir alle schon. Also gehen wir wieder... Kann man da rausgehen? Dahin geht's zur Brücke. Und wohin geht's dahin? Ah, dann bist du hier. Warte, ich wollte aber eigentlich zur Krankenstation. Why, Captain! Jim, that doesn't look good at all. Harry, let me take a look at you and check whether that had some deleterious effect. No, you're all space aliens. You're little grey men from inside the hollow earth. You want to experiment on my body parts. Stay away from me! Deleterious effects. I guess I don't even need my tricorder to know that. You'll mind control me, kidnap my children, dissect my dog. If we can get him on one of the beds and get it active, I think he can be cured. Otherwise, he's likely to become increasingly violent. Stay away from me! Gucke mal da. Harry Mudd kann seinen Kopf um 360 Grad drehen. Geil, Omat. Er ist vom... wir müssen einen Exorzismus durchführen. Er ist besessen. Warte mal eben. Spock? Ich meinte dich da. Komm, du. Mach mal bitte mal deinen berühmten vulkanischen Nackengriff und leg mal Harry Mudd außer Betrieb. Weil wir müssen ihn mal ein bisschen fixieren. Nichts einfacher als das. Faszinierend, Mr. Spock. All yours now, Dr. McCoy. So, Herr Dr. McCoy, dann nehmen Sie sich mal bitte ein... Tech. So ein grünes Ding da. Was er gerade rausgeschmissen hat. You get no response. Ja, du sollst ja auch keine Antwort... Ach, ja, ist ja schon gut. Ich hätte auf G drücken müssen, wie get. So, komm, get one. Los, husch. So, jetzt hat er eine genommen. Guck mal, ihr müsst jetzt eine haben. Da ist sie. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir speichern mal, bevor ich alles andere mache, außer Harry Mudd heilen. Save new game. Replace previous game. Ja, passt sogar. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir benutzen... Wie war das nochmal? Muss ich erstmal aufpassen. War das? Ich glaube, wir müssen hier auf die grüne leuchtende Fläche drücken, ne? Nothing happens. Mal gucken, was passiert. The capsules slide into the machinery on the bed exactly as they're designed to. I'm telling the program, our physiology is not the same as the aliens' physiology. Don't want it to try to cure us of being human. That would be too much to hope for, would it not, Doctor? Particularly when we're talking about Harry Mudd. Pille kann die Maschine umprogrammieren. Ist ja cool. Ich dachte, der Programmexperte wäre Spock. Warte mal eben, hat das jetzt gemacht? Ja. Kann man dann noch mal was usen? I certainly see nothing there calling for a ship's doctor. Okay, dann scanne mal den guten Harry. There's nothing there requiring... Nix. You look troubled, Captain. Sorry if I was bothering you. I was just silently cursing the day I met Harry Mudd. Are you religious, Jim?
Is Harry Mudd a divine punishment for anything we did wrong? I can't think of anything we did that was that bad. Captain, count your blessings. We haven't met any salt vampires or deranged computers, blood-draining clouds, cell-imploding sirens, Greek gods, or any of the other things that people keep telling me about in security. There's not much I wouldn't do to not have to deal with mud. Von dem man mal hört. Hör mal, die Enterprise war auf diesen Missionen. Noch niemals die ersten 3 Staffeln von Star Trek geguckt. Hoi. So, Matt liegt immer noch. Warum steht er nicht auf? Komm, husch. Na gut, warte mal. Dann benutze... Vielleicht habe ich das vergessen. Okay, Harry, you should start to feel better in a few minutes. Just lie there quietly until you feel like moving. Oh, give me something for this headache, Doc. A herd of Amali tree elephants landed behind my eyeballs and did a mating dance. Okay, Harry ist wieder auf den Beinen. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Aber interessant, er. Entweder ist er neu auf der Enterprise oder, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Star Trek 25th Anniversary ist eigentlich die 4. Staffel, während dann Star Trek Judgment Rights die 5. Staffel darstellen soll. So, damit wir dann die 5-Jahres-Mission der Enterprise komplett haben. Ja, wo geht man dann hin? Warte mal, ich gehe mal hier hin. Dann sind wir wieder auf der Brücke. Nee, da will ich nicht hin. Dann gehen wir zurück in die Sickbay und Terry Mudd ist schon wieder verschwunden. Das ging aber schnell, du. Ich wollte eigentlich wieder woanders hin. Jetzt macht Kirk so einen heißgeliebten Tanz. Auch er hat den Moonwalk ganz gut drauf. Warte mal. Moonwalk. Na gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gehen wir wieder hier rum. Ich wollte eigentlich wieder zurück in den Raum, wo wir diese komischen Waffendinger gefunden hatten. Nee, Kirky Boy. Aha, Leute. Gehen wir bitte da rein. Dann gehen wir bitte hier rum. Ich weiß genau, wo ich hin möchte. Nein! Why, Captain, I see you got this machine to work. I tried to get it up and running for the longest time. Help yourself, Harry. Knowledge is for everyone. Wir haben die Daten ja schon übertragen, aber trotzdem, wir sollten aufpassen, wie ich es mal in einer Bonusfolge gezeigt habe. Wenn wir was falsch antworten, hups, schmeißt Terry Mudd hier was rein. Ich glaube, wir speichern mal wieder. Why, Kirk, I didn't think you had it in you. Okay, wahrscheinlich, weil ich jetzt Escape gedrückt habe und Kirk gesagt hat, Mudd, bedienen Sie sich. Okay, kann man noch mal zum Talken? Nee, er ist stumm wie ein Fisch jetzt geworden, alles klar. Was falsch, deswegen, ich wollte speichern, euch das eben demonstrieren, wenn was falsch antwortet, dann schmeißt Mudd nämlich da das komische Stickteil, den Stick an, den er in der Hand hält. Dann sagt er, hups, hui, bumm, und dann ist das Ding im Orsch. Hä? So, aber beamt er sich jetzt durch die Gegend, oder was? Ich muss mal eben noch was gucken, weil wegen. Davon haben wir schon was. You already have that. You already have that. Aber ich meine, hier war noch irgendwas gewesen, was ich damals mitgenommen habe. You failed to obtain... Ja, ich fehle immer irgendwas mitzunehmen, ich weiß. Was ist das da hinten? You failed to obtain any... Weil ich meine, hier liegt noch irgendwas versteckt auf dem Boden. You failed to obtain anything. Gucken wir mal. Und dann müssen wir noch mal in einen anderen Raum rein. This container holds small mechanical components unfamiliar to you. Tja, dann nimm doch was. You failed to obtain anything. Na, danke. Danke. Ja, ich glaube, dann haben wir hier schon alles genommen. Warte mal. Ah, gucke mal. Ich glaube, das ist das, was ich suche.
This lens about the... Ja, die Linse habe ich gesucht. Done. Sehr schön, warte mal. Ich speichere mal eben. Save new game. Replace... Ich glaube, man konnte irgendwie das... These two things fit together like they were made. Wollte ich gerade sagen. Und dann konnte man doch auch noch das dritte Ding da rein. Ich glaube, das war der hier, ne? Den könnte man auch da reinstöpseln. Ne, tut sich nichts. Moment, Kirk guckt sich gerade um. Habe ich gerade irgendwas zusammengebaut, was nicht zusammengebaut soll? Ne, da tut sich nichts. Kirk steht schon wieder in Haltepose. Okay, weiß ich auch nicht. Weiter. So, hier war auch irgendwas gewesen. Aber was war hier nochmal gewesen? Irgendwas mit der Maschine hier. Bin mir jetzt aber nicht sicher. This Save-A-Ship life support generator has seen a great deal of use. It was never a reliable model, being prone to break down without warning. It is, however, properly connected with warning alarms for temperature, atmosphere, and radiation. Nothing to report, Captain. An unusual matter-antimatter engine, reminiscent of the designs created by the Hoopoon of Cygnus 4. As one would expect, Mr. Mudd has sealed the hatch with his personal code. We cannot enter his ship, Captain. I suspect that's a blessing in disguise, Mr. Spock. An unusual matter-antimatter engine. Das ist hier ein Dreifarm, ne? This seems to be a crane of some sort, Captain. Currently, no power is running to it. Kann man nichts machen? Nothing to report. Ansonsten haben wir die soweit einfach gefrühstückt, ne? Dann talken wir mal zu Spock. Vielleicht weiß er noch irgendwas, was wir nicht wissen. Unlike humans, I do not decrease my efficiency with meaningless dialogue. Spock, meaningless conversation is one of life's great pleasures. Well, Jim, as long as we don't strangle Harry Mudd, I can't see very much for me to do on this mission. Let's hope there isn't too much for you to do back at the Enterprise. When we get back to the Enterprise, you're gonna have to tell me everything you know about this Mudd guy. Sir. You know, Lieutenant, they say if you can't say anything good about a person, you shouldn't say anything at all. In that case, I've got a lot I shouldn't say about Harry Mudd. Habt ihr gesehen, hier ein Schreibfehler drin, die Enterprise mit 3R geschrieben. Auch nicht schlecht. Just think of it, Spock. An advanced civilization with powerful technology and nearly unlimited knowledge. And yet, all of that didn't save them. It is a sobering thought, Captain. Tja, was macht man hier nochmal? Keine Ahnung. Die laufen? Irgendwas muss man mit Maschinen machen. This Save-A-Ship Talken? Kirk, my friend! When have I ever given you the slightest bit of trouble? There was the time that you tried to commandeer the Enterprise to sell Wive to miners. And then there was... Perhaps the... Don't push your luck. Das hatten wir schon gehabt. Irgendwas hatten wir noch gehabt. Captain, you wouldn't have seen my multi-purpose duver anywhere? I need to, fix something. No, Harry, but I figure it's probably where you'll find your lost marbles. Yes, I've got it, but you can't have it. Erst wird geduzt, jetzt wird gesiezt. No, Harry, but I figure it's probably where you'll find your lost marbles. You really can be a headache, Captain. Maybe I can find a spare somewhere else.
Good luck. Goodbye. Was war jetzt los? Oh! The life support generator is malfunctioning. Repairs must be made soon, or the atmosphere will fall below the level required to sustain it. That was a close one. Too close. If I ever get my hands on that no-good mud, I'll... I would not suggest we take the time to seek him. This emergency could occur again. I would suggest we hasten our departure. Jetzt kommt er schon wieder raus. Was there a problem? Mud, I ought to... Sorry, no time to chat. I'm a busy man, you know. Unlike humans, Spock. Okay, jetzt wieder das hier. Kann man da irgendwie reinkommen, oder? Naja, gehen wir mal hier hin. Hä? Jetzt ist Matt schon wieder hier? Moment. Hä? Irgendwie verwirrt mich der Mann ein bisschen. Aber hier kann man auch nichts mehr machen, ne? Komm, wir sind hier richtig. So, lass mal Matt sein. Tja, hier war auch noch was gewesen. Was machen wir jetzt hier, Freunde? Lasst mal überlegen. Ich speichere mal wieder, weil das ist bei dem Save new game. Replace previous. Das ist bei dem Spiel hier oberstes Gebot. Warte mal, ich glaube Spock musste irgendwas hier an einem gelben Dreieck hier machen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wir probieren das mal aus. Deswegen habe ich gespeichert. Use Spocky Boy. I fail to see... Nee, Spock will nicht. Ich meine, der musste, aber warte mal, aber ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich muss ich wieder erstmal was hier freiscannen. So. The control panel has power... Na dann Spock, ran an die Möpse. Los, komm. Er hat gesagt, ran an die... Bin ich jetzt bekloppt? Spock muss doch irgendwas drücken, damit ja was geladen wird. Das weiß ich noch. Und da mussten wir hier oben was drücken. Nee, da nicht. Kirk, ab in die Brücke. Los, ab zur Brücke. Husch, 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 husch. Da musste irgendwas Gelbes drücken, der Spocky-Mann. Aber, war das jetzt auf der Brücke oder war das jetzt auf der... Das ist der falsche. Ich war gerade verwirrt gewesen. Ja, jetzt stehen beide so mit den Händen verschränkt. This is the secondary station. With the limited understanding we now have of the library computer data, these controls can now be activated. Available are sensors. The Enterprise is in combat with a number of Elassie pirate ships half a parsec toward the neutron star sector. I read debris identifiable with the pirates, but they continue to harass the Enterprise. Sensors. Navigation. The computer reports this ship is incapable of navigating anywhere at all without major repairs. We are definitely dead in space until the Enterprise returns, Captain. Sensors. Engineering. The engine pods are damaged, but still generating power, Captain. Sensors. Engine done. Okay, was ist denn, wenn er hier dran geht? This appears to be the primary control panel.
Kirk, dann gehen wir hier hin. Los, husch, husch. Ich wollte ja was anderes machen. Thanks to the library computer data, limited though it is, these primary controls give me access to Communications. Moment mal. Ach, ich weiß, wir brauchen die Waffensysteme, weil wir die Enterprise ja irgendwie retten wollen vor die Lasis. View screen. done. View screen. I guess the universe looks about like it did the last time we saw it. Communications. The Enterprise is out of range for this equipment. Under the conditions... Communications. Views done. Wieder zurück in den Waffenraum. Warte mal. Ich hoffe, jetzt kommen wir diesmal da rein. Kirky, was machst du da oben? Komm, runter, runter, runter. Los, komm. Klappt das diesmal? Wir kamen doch hier raus, ne? Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Okay, gehen wir wieder nach oben. Weiß nicht, irgendwie ist der kleine Kirky heute ein bisschen immer schwer von Begriff in einigen Sachen, obwohl das heute eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich. Habe ich da was gesagt? Okay, komm. Dann gehen wir jetzt so rum, anders können wir jetzt nicht. Kirk, Tür aufmachen. Ich weiß noch, Spock muss hier auf einer von den Tasten drauf rumhämmern. Aber ich sehe schon 22 Minuten sind rumkommen, das versuchen wir eben noch. You failed to obtain. Sollst du auch nichts mitnehmen. Auf welchen Pixel drücke ich jetzt nicht drauf? Ding muss doch irgendwie mit Strom versorgt werden, obwohl es heißt, es wird noch mit Strom versorgt. Hei. The control panel has power... Tja, Spock sagt, es wird mit Strom versorgt, aber Spock möchte nicht damit arbeiten. Nothing to report. Ja, ist mir schon klar. Spock. Ran an die Buletten. Ah, jetzt macht er was. Habe ich ja verkehrt geklickt? Ich sage, Pix ist... The device has finished loading, Captain. Ja, hier musst du in der Mitte drücken. Okay, wie gesagt, das ist ja mit dem Pixelgenauen. War das damals auch so, als erstmal Let's Play tab, weiß ich gar nicht. Beim ersten Mal spielen ist mir auch nicht bewusst, aber es ist schon, wie gesagt, Ewigkeiten, ja, wo ich das mal das letzte Mal alleine gespielt habe. Zum ersten Mal so 92, glaube ich 93. Warte mal, ich glaube, Spock muss noch hier drauf klicken, ne? Ah, jetzt geht das. I believe, Captain, that this weapon must be hooked up through the main weapons battery. However, I've already examined the weapons console, and the main weapons battery on this ship was completely destroyed in the action, which made her a derelict. Mr. Scott would have to go over this thoroughly, but I would recommend we try to take this weapon with us to the Enterprise. I don't think we should tinker with technology we don't understand, Spock, and I'm surprised you'd suggest such a thing. I agree that we should take it aboard the Enterprise. Ich würde sagen, wir nehmen das zweite. I'll try to raise the ship. Kirk to Enterprise. Kirk to Enterprise. Tja, genau. Wir machen nämlich das. I agree that we should take it. I'll try to raise the ship. Kirk to Enterprise. Kirk to Enterprise. Moment, wir hatten noch was in der Kommandozentrale gehabt. Da hatten wir doch den Bereich Communication gehabt. Das haben wir ja gerade zuvor wieder rausgefunden. Komm, Kirk, nicht dahin. Ich drück doch auf die Tür. Ach, Junge, du weißt nicht. Kirk. So, was war jetzt gewesen? Kirk musste sich hier hinsetzen und dann sagen Kommunikation.
thanks to the library computer data. Communications. Scotty, report. The Arashi pirates have been driven off, Captain. We have damage and injuries among the crew. We just arrived back here a few minutes ago, and we've been trying to raise you on the communicators. The local star seems to be acting up. Will there be a problem with the transporter? I want you to beam up the landing party, and I also want you to lock onto and beam aboard an alien mechanism we came across. We can do it, Captain, no problem. At least right now, but the situation is only going to get worse. Are you ready to beam over now? No, we want to look around some more. We'll call you on this channel when we're ready. Yes, bring us home, Mr. Scott. No, I need to have a word with Harry Mudd before we go. Genau, das wollen wir noch eben machen. Captain Kirk, I was hoping to see you. I'm leaving soon and wanted to say thanks for the escort. Ta-ta! And I hope we never have to cross paths again, Captain. Don't rush off, Harry. There's still a few things we need to discuss. In such a hurry? And Stella said she was dropping everything to meet you here. Don't rush off, Harry. There's still a few things we need to discuss. Genau, das machen wir noch. You destroyed the only known records of a lost race. That's a punishable offense. Tell me why I shouldn't arrest you on the spot just on general principles. Because I am going to turn over a selection of samples to the Corniforous Life Sciences University. For free? Of course. One of everything I've found here. 5 of each. Captain! 2. 5. Remember, I could confiscate your entire stock as illegal goods. You might get it back through the courts in a few years. You drive a hard bargain, Captain. It's a deal. You have no idea what a great bargain it is, Mudd. I understand. No problem. Adieu, Captain. Bring us home, Mr. Scott. Auch nicht schlecht, da hat er null Problemo gesagt. Im Original heißt es no problem. Hat einer zu viel Alf geguckt, wa? Von den Übersetzern. We have read your report on the problems at Harapan and evaluate your performance at 92%. You and your crew received 3 commendation points. The top brass at Starfleet are impressed. Outstanding work, Jim. I wired in that alien contraption to the torpedo system. It should boost the ship's firepower, Captain. Thank you, Mr. Scott. I only wish you could wire Harry Mudd to a photon torpedo. While you were away, Captain, I made some travel arrangements that I thought you would approve of. Travel arrangements? I think you'll be happy to know that I've arranged for Stella Mudd to meet her long-lost husband on Starbase 7, sir. Approved, Lieutenant. Take us out of here, Mr. Sulu. Oh, Matt wird sich freuen, du. Feathered Serpent. Captain's log, stardate 5097.3. Starfleet reports major military activity in the Klingon sector near Krakur, a planet on the edge of Klingon space. Intelligence indicates that the Klingons are mobilizing a large fleet to search for a renegade who is responsible for a disruption of unknown nature on that planet. Federation sensors have found a faint energy trail leading to the planet Zam-4 in the Digifal system. We've been ordered by Starfleet to track down the source of the energy and discover what happened on Krakur before the Klingon fleet enters Federation space. If we are not successful, the Federation and the Klingon Empire may find themselves at war once again. So, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Also bis dann, euer Mikey. Ciao, ciao.